Wünschen wirklich viele unter uns mit Kindheitstrauma, weil wir wahnsinnig darunter leiden, nicht nur manchmal, sondern manche sogar jahrelang, und diese Schuldgefühle können sogar Angst erzeugen. Heute in diesem Video erfährst du, wie traumatisches Schuldgefühl entsteht, welche Lösungswege es gibt, diese zu bewältigen, und sind heute seit längerem Chitta, also unser heutiges Ich, und Träumi, das kleine, innere, traumatisierte Kind, mit dabei. Ich freue mich auf dich. Schuldgefühle sind für uns im Allgemeinen auch sehr quälend. Sie verursachen meistens ein bedrückendes Empfinden, ein Unwohlsein. Schuldgefühle bei Traumatisierten sind ein Nummer größer. Schuldgefühle treiben uns häufig zum Grübeln, was eine unserer typischen Ablenkungsmanöver ist. Schuldgefühle sind aber etwas Gutes, weil sie machen uns auf etwas aufmerksam und sozusagen rufen uns zu: Schau bitte mal genau an, was gerade nicht richtig ist. Schuldgefühle signalisieren uns nämlich, dass wir etwas nicht richtig, falsch gemacht haben, und deshalb entstehen sie. Ja, und die Entstehung, beziehungsweise dass es überhaupt gibt, Schuldgefühle, haben natürlich evolutionär eine ganz wichtige Rolle, weil früher hat es dazu gedient, dass wir der Gemeinschaft nicht ausgestoßen werden. Was ist dieses Schuldgefühl aus psychologischer Sicht? Schuld zählt zu den sogenannten sekundären Emotionen, wobei wohlgemerkt, Emotionen und Gefühle werden je nach Disziplin, also ob das neurowissenschaftliche Disziplin ist, Philosophie ist oder Psychologie, unterschiedlich definiert, und dementsprechend werden auch verschiedene Gefühle und Emotionen in einer Gruppe zugeordnet. Genau deshalb, um einfach zu halten, für dich ist wichtig, dass das Gefühl Schuld nicht angeboren ist, sondern wir lernen das in unserem Kleinkindalter. Und Schuld ähnelt zum Beispiel zu den Gefühlen Stolz, Scham, Empathie, Verlegenheit. Denn all diese Gefühle empfinden zu können, muss ein Kind sein eigenes Verhalten in Vergleich gesetzt zu haben. Das bedeutet, dass das Kind bereits mindestens 2 verschiedene Werte von einer Bezugsperson erlernt hatte. Ich finde den Ansatz von Raffaele Bonelli, vielleicht kennst du ja den Namen, er ist Psychiater und Neurowissenschaftler, und er vergleicht Schuldgefühle mit Schmerzgefühlen. So wie ein körperlicher Schmerz darauf aufmerksam mache, dass etwas nicht stimmt, zeige das Schuldgefühl einen sozialen Schaden an und sei eine Art inneres Alarmsystem für die Psyche. Doch manchmal kommt es zu einem falschen Alarm. So wie es Phantomschmerzen gibt, können uns auch Phantomschuldgefühle das Leben buchstäblich schwer machen. Wir unterscheiden unter verschiedene Schuldgefühle. Wir haben Schuldgefühle, die berechtigt sind. Also das heißt, dass ich tatsächlich etwas falsch gemacht habe oder nicht richtigerweise gemacht habe. Aber es gibt auch Schuldgefühle, die irrational sind. Und genau in diese Gruppe gehören auch die Schuldgefühle, die traumatisch sind. Und die schauen wir uns jetzt genau an. Ja, wie entsteht denn normalerweise so ein Gefühl? Oder wie wird es überhaupt an uns herangetragen? Wenn ein Kleinkind zum Beispiel im Sandkasten ein anderem wehtut, dann eine liebevolle Mutter oder ein liebevoller Vater oder Bezugsperson geht natürlich zum Kind hin, versucht es zu erklären, was gerade gemacht hat, und straft nicht, sondern reguliert im Sinne erklärt und warum das eben nicht gut war, was er getan hat. Für den Begriff Schuld oder Schuldgefühl wird auch häufig synonym das Gewissen benutzt, und
Hinter einem schlechten Gewissen beruht immer oder versteckt sich eigentlich die Angst, dass ich nicht anerkannt werde, nicht geliebt werde, also abgewiesen werde und ja, diese Zugehörigkeit von einer Gemeinschaft plötzlich in nichts auflöst. Dadurch geht dann natürlich auch meine Sicherheit und meine Existenz verloren. Es gibt hier verschiedene Menschen, manche gerade auch, die missbrauchen können und narzisstisch sind, die neigen ja dazu, diese Schuldgefühle immer anderen zu übergeben. Es gibt aber natürlich ganz Extreme, die ja überhaupt kein Schuldgefühl empfinden können. Das sind zum Beispiel ja Psychopathen, die eben keine Empathie haben. Wohlgemerkt, die meisten werden auch nur deswegen so, weil sie selbst auch missbraucht worden sind und diese Emotionen nie erlernen durften. Was die Sache kompliziert macht, ist, dass wir oft nicht in der Lage sind, echte Schuldgefühle und irrationale Schuldgefühle zu unterscheiden. Matthias Hirsch ist Psychoanalytiker und Psychiater, hat ein Standardwerk diesbezüglich geschaffen. Sein Buch heißt Schuld und Schuldgefühle, geht darin um Psychoanalyse von Trauma und Introjekt, indem er unterscheidet. Und zwar, er sagt, dass wir konstruktive und wohlwollende Schuldgefühle auch haben und die erinnern uns daran und machen aufmerksam, dass wir innerhalb der sozialen Normen etwas nicht richtig gemacht haben. Das ist auch notwendig und wichtig. Dann gibt es eben dieses Schuldbewusstsein, also dass ich das schon gemerkt und registriert habe, dass ich etwas eben nicht der Normen oder Erwartungen entsprechend oder Bedürfnisse entsprechend geleistet oder gemacht habe. Und es gibt eben noch die irrationale Schuldgefühle, wo ich letztes Endes wirklich nichts zu Schulden kommen ließ und dennoch empfinde ich ja dieser quälende Gefühl. Jetzt lasst uns mal angucken, wie diese irrationale Schuldgefühle entstehen können, insbesondere auf uns bezogen, die missbraucht worden sind. Wir haben 4 verschiedene Typen von irrationalen Schuldgefühlen. Matthias Hirsch teilt die so auf. Der erste Typ von irrationalen Schuldgefühlen ist das sogenannte Basisschuldgefühl. Wie entsteht das? Jetzt lasst uns mal an einem Beispiel mit Chitta das anschauen. Und zwar, Chitta ist fröhlich und spielt im Kinderzimmer. Dann stürmt er die Mutter in das Kinderzimmer rein und lässt spüren, dass eben sie unzufrieden ist. Sie ist ja komplett überfordert, mit der Ehe, mit Arbeitswelt, mit ihren eigenen Gedanken und zeigt Chitta, dass sie dafür verantwortlich ist. Natürlich, was geht dann jetzt im Kopf von Chitta um? Als Kleinkind kann ja gar nicht begreifen, was an sich los ist. Es kann sein, dass das noch gar nicht sprechen kann, aber es spürt natürlich, weil ein Kleinkind an Bedürfnissen natürlich von Liebe, Geborgenheit, Sicherheit braucht, versucht, der Mutter zu Recht werden. Das ist ja nur Aspekt 1, also das heißt, dass eben, wenn Vorwürfe und Verantwortung in Schuhe geschoben werden, dann fängt unser inneres traumatisiertes Kleinkind sich dafür schuldig zu fühlen. Und natürlich, dass damit die Sicherheit und Geborgenheit bleibt, versucht ein Leben lang die Bedürfnisse von der Mutter zu erfüllen. Dann gibt es die Schuldgefühle aus Vitalität. Wie sehen die denn da aus? Chitta ist noch Kleinkind und lebt zu Hause und kriegt natürlich mit, was ja eben darf und was nicht darf und ständig wechselnde Regeln zu Hause und die ethische und soziale Normen werden auch immer mitgegeben, religiös oder nicht, darf man lügen oder nicht, wer ist gut, wer ist richtig. Wenn Chitta etwas größer ist und auf jeden Fall natürlich auch vital, also lebendig sein möchte und dementsprechend zum Beispiel etwas erreichen möchte Anerkennung oder
möchte einfach wertgeschätzt werden oder möchte zum Beispiel Sexualität dann später und weiß von zu Hause aus, dass das tut man nicht. Dann entstehen ja eben diese Gefühle. Die dritte Art von Schuldgefühlen nennt man Trennungsschuldgefühlen. Das bezieht sich nicht auf Trennung zum Beispiel von den Eltern, dass sie sich trennen, sondern es bezieht sich auf die Trennung, auf meine Trennung als Kleinkind von meiner Bezugsperson, auf die ich angewiesen bin. Das entwickelt sich oder entsteht, wenn ich aus meinen Autonomiebedürfnissen, ich strebe ja nach Autonomie, gewisse Dinge machen möchte. Zum Beispiel stell dir vor, dass Chitta auf ein ganz hohes Klettergerüst möchte oder möchte ja der Mutter in der Küche helfen oder möchte, ja, weil das eben Spaß macht, auch noch Fernseh gucken und zwar lang. Oder macht dann zum Beispiel später, will bei der Freundin übernachten. Und Chitta bekommt von den Bezugspersonen immer neue Regeln, beziehungsweise auch lässt man spüren, dass das, was will, nicht richtig ist und nicht gut ist. Deshalb kriegt man letztes Endes Schuld bzw. Angst davor, dass wenn man diese Dinge macht, naja, dann könnte ich eben diese Bezugsperson verlieren. Also, ich mache das nicht, beziehungsweise ich mache das dann irgendwann auch heimlich. Und ist doch ganz klar, dass wenn diese Dinge, all diese Dinge, die mich auch auf das Leben eigentlich vorbereiten und meine Selbstständigkeit auch, naja, den Weg dafür ebnen, nicht erlaubt sind oder nicht gut geheißen werden, dann bekomme ich immer, wenn ich das auch machen würde oder möchte, diese Schuldgefühle. Und häufig plagen uns diese Schuldgefühle sogar im Erwachsenenalter und unbewusst wirken bis heute. Der vierte Typ von Schuldgefühlen ist das traumatische Schuldgefühl, was natürlich uns mit Kindheitstrauma am meisten betrifft. Kurz zusammengefasst entsteht dieses Schuldgefühl, wenn die gerade 3 verschiedene Schuldgefühle, also Basisschuldgefühl, dann Trennungsschuldgefühl und die Gefühle aus Vitalität, durch die Bezugsperson, beziehungsweise meistens sind es die Eltern, auch noch bestraft werden. Das heißt, wenn Kinder, wenn die Taten, also die Handlungen, die sie einfach machen und ihr Sein ausprobieren, auch dann Gewalt folgt, das heißt, dass sie verprügelt, geschlagen werden oder anderswertig missbraucht. Stell dir vor, dass Chitta ein kleiner Junge ist und er möchte anstelle nur 5 Gummibärchen eben 10. Und es ist ja nicht gut geheißen, das heißt, das ist ja diese Trennungsschuldgefühl, hat ja das Kind sowieso schon. Damit, Bezugsperson nicht verliert, tut ja dann diese 10 Gummibärchen erst später aus der Küche klauen. Das heißt, dass dann auch schon geklaut hat, damit die 10 Gummibärchen haben kann. Und kommt dann aber jetzt der Vater und verprügelt. Ein Kleinkind ist darauf aber angewiesen, dass noch ein einigermaßen wohlwollende und gute Elternteil als Bezugsperson hat und damit sich noch etwas Wohlwollendes vorstellen kann. Und dementsprechend, was macht dann jetzt eben Chitta? Der arme Junge macht nichts anderes als mit Träumi, beziehungsweise hauptsächlich Träumi, ein traumatisiertes kleiner Kind, wird jetzt diese Schuld, und das ist eine reale Schuld vom Vater, Gewalt anzuwenden, wird diese Schuld auf sich selbst übertragen. Also Träumi speichert das ab, ist ja dann neben dieser Trennungsschuld ja schon mit in unserem Chitta und Gedankenwelt und verinnerlicht es sogar auch. Das heißt, dass sogar diese Aggressivität und Gewalttätigkeit wird zu sein eigener. Wir müssen uns auch noch so vorstellen, dass damit man überhaupt mit diesem traumatisierten Kleinkind, innerem Kind, hier das Leben meistern kann und überleben kann, lässt diese Gedankenwelt und diese
Opfer- oder Täterhaltung ja so beibehalten als irreale Schuld. Und die reale Schuld wird letztes Endes gar nie als Verantwortung übernommen. Leider diese Aggressivität, was aber dabei in den ehemals Kleinkinder und dann auch Erwachsenen aber weiter lebt, kommt irgendwie auf irgendeine Art und Weise raus. Art Selbstverletzung zum Beispiel, also weil mein Selbstwert auch zunichte gemacht worden ist und ich selbst noch daran glaube, dass ich schuld bin dafür, was meine Bezugsperson und mein Peiniger gemacht hat. Und ja, diese Aggressivität und Gewalt wende ich dann eigentlich mir gegenüber an. Und bevor eben Träumi, unser traumatisiertes innere Kind, das nicht aufarbeiten kann und nicht sehen kann, dass es nicht ihr Schuld ist, sondern das war eben von den Bezugspersonen, werden wir weiterhin Täter- oder eine Opferrolle leben und uns selbst damit weiterhin schaden. Ich hoffe, dass auch diese Folge meines Kanals gefallen hat. Ja, bis bald, Gabriela.